Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört. Guten Morgen. Naja, die Wäsche ist noch, bis auf das Fließteil ist eigentlich noch alles nass. Nachdem meine Akkus geladen waren, ich meine Kleidung gewaschen und abermals kalt geduscht hatte, verließ ich die Pension. Jo, ich bin jetzt aus dem Hotel endlich raus, also aus der Pension. War insgesamt in Ordnung, also das Wasser war leider kalt. Beim Duschen war es dann wieder ein bisschen frisch, sag ich mal. Ich wollte auch meine ganzen Anziehsachen mal durchwaschen. Da musste ich mit dem Wasserkocher dann heißes Wasser erstmal zubereiten. Egal, hat funktioniert, meine ganzen Anziehsachen hängen jetzt nass am Rucksack hinten dran. Und ich habe mich jetzt weitergemacht nach Karadere. Heute ist der erste Tag vom Ramadan. Das heißt, es wird mit dem Essen vielleicht auch ein bisschen komplizierter als vorher. Mal gucken, wie es ist oder ob das hier einfach keine Rolle spielt. Ja, und die Nacht war gut. Ich habe ein bisschen gefroren, weil ich nur so eine komische Wolldecke hatte. Es war nicht optimal, aber insgesamt zufriedenstellend. So, weiter im Programm. Ja, hier kann man endlich mal wieder 1-2 Kilometer vielleicht geradeaus gehen. Oh, super angenehm, die Sonne scheint. Eben waren es, als ich losgegangen bin, 19 Grad ungefähr. Also, es ist fantastisches Wanderwetter hier. Ich hatte mir eigentlich ein nettes, romantisches Dorf mit den Tomaten vorgestellt. Aber das sieht ja eher aus wie Almeria. Okay, mal gucken, ob ich da unten ein paar Tomaten finden kann. Oh, schön entspanntes Stück Straße. Bitte nicht. Und ab in den Busch. Okay, der Weg ging da doch nicht lang. Da ging mal wahrscheinlich der Weg lang. Jetzt bin ich hier in so einer Art Knochenwald gelandet.
Mehrmals verlor ich den Weg. Dort drüben, da wird er sein. Nur diese Baustelle ist im Weg. Önce Ich durchquerte sie. tamam çekiyorum. Bunlar büyüyünce tiny house olacaklar. Tamam bir el sallayın. Çok yaşa Roman. Teşekkürler. Teşekkürler. Es offenbarte sich, dass es sich um einen Bauplatz zur Fertigung von Tiny Houses auf Rollen handelt. Die Leute von den Tiny Houses empfahlen mir abermals das kommende Stück zu trampen, da es nur kilometerweit flach geradeaus gehen würde. Ich nahm den Weg zu Fuß. Ja, dieser Weg hier geht ganz halt geradeaus. Erstmal mindestens 8 Kilometer. Und es haben irgendwie fast alle gesagt, ich soll an der Straße lang oder dort trampen. Haben auch eben die Leute im Camp gesagt, die ich da getroffen habe. Die haben da Tiny Houses gebaut. Und ich habe mich aber entschieden, den Weg zu laufen, weil die Leute, die das sagen, sind ja alle die Leute, die hier nicht lang gegangen sind. Naja, und ich habe mal zwischendurch mit einer deutschen Frau gesprochen, die den Weg halt schon mal gelaufen sind. Und sie sagte, ich soll hier lang gehen. Das wäre hier auch ganz spannend. Und man würde mal ein bisschen Kilometer machen zur Abwechslung. Und ich finde es eigentlich auch ganz interessant. Ja, gute Wahl bisher. Die Typen haben mir gesagt, man kann hier nirgends campen. Da könnte man campen. Genau auf der Hälfte des Weges ungefähr. Da ist auch nochmal so ein ganz grüner Abschnitt, wo man auch campen kann. Und boah, die ist mal groß hier. Komm, guck. Na komm, tu mir den Gefallen. Ja, schön süß. Und der nächste Kandidat. Wow, hier leben super viele Schildkröten. Merhaba. Der Weg zog sich, doch es fühlte sich gut an, mal ein paar Kilometer flotter unterwegs zu sein. Danach kam ich in den Ort, wo wohl die Tomaten hergekommen sein müssen, die ich geschenkt bekommen hatte. Leton. Hier wachsen einfach mal schön Limetten und auch eine Orange habe ich gefunden. Lecker, 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 lecker. Ja, ich bin jetzt in diesem Dorf, wo es diese Tomaten geben soll. Und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, ob ich auch welche geschenkt bekomme. Ich fragte einen griesgrämig blickenden Mann, der auf einem Hocker vor seinem Haus saß, und tatsächlich. Also ich habe einfach mal gefragt und ich habe tatsächlich Tomaten und Äpfel geschenkt bekommen. So, Zitronen habe ich auch bekommen. Total abgefahren. Jetzt habe ich auch noch Wasser geschenkt bekommen. Und jetzt laufe ich hier gerade an so einem Bach lang. Und minutenlang springen einfach vom Ufer Wasserschildkröten ins Wasser. Mega abgefahren. In Leton schaute ich mir von einem Zaun aus eine eindrucksvolle historische Stätte an, die ebenfalls von unzähligen Wasserschildkröten und Schafen bewohnt war. Abgesehen von der historischen Stätte war Leton aber dominiert von Gewächshäusern. Trotz der vielen interessanten Eindrücke musste man hier einfach durch. Stellen zum Rasten, Einkehren oder Campen gab es hier nicht. Also weiter.
Okay, also hier ist jetzt echt ein ganzes Stück Straße, das ist echt ein bisschen kacke so. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar noch Käse geholt, Brot geholt und ich habe die Tomaten, ich habe Zitrone, ist mega geil. Ich denke, jetzt fahren gerade alle nach Hause, weil jetzt heute Abend das erste Mal Iftar hier Mac ist, also das Essen nach dem Fasten. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, immer rechtzeitig so ab 19 Uhr einen Platz gefunden zu haben, damit ich wirklich entspannt aufbauen kann. Ja, hier ist halt die ganze Zeit so ein Verkehr. Ja, es ist 6:45, ich bin die ganze Zeit nur durch Orte gegangen und nur über dicht befahrene Straßen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was damit gemeint ist, mit so einem Minibus nehmen. Ich bin zuversichtlich, dass ich hier jetzt bald was Cooles finden werde. Reihen von kläffenden Hunden nervten rum, bis ich am Ortsausgang zur Abwechslung mal einen freundlichen, sehr niedlichen Hund kennenlernte, der mir freudig folgte. Ja, der Hund da hinten scheint jetzt mein Freund zu sein. Ich nannte ihn Arkadasch, was auf Deutsch Freund bedeutet. Fein bist du. Oh, ja. So, ich schaue mich noch um, aber sonst könnte ich mal da oben gucken. Hier ist sonst alles irgendwie abgezäunt. So, das war die Kanonenkugel und jetzt ist Fastenbrechen. Am ersten Tag vom Ramadan. Puh, das war noch ein Stück. Hier vorne ist eine gerade Wiese. Ich werde jetzt dahin gehen und mir was suchen zum Campen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, hier ist mein Camp für die Nacht. Der Hund ist auch noch da. Mal gucken, wie der reagiert. Nachdem ich das Zelt aufgebaut hatte, besuchte mich ein weiterer Hund, den ich Iftar nannte. Und wir begannen zusammen das Fastenbrechen. Weißt du, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich dich jetzt füttere. Brot? Ich kann nur noch Tomate und Käse anbieten. Du sollst auch wissen, dass ich eigentlich noch einen anderen Hund habe. Ja. Willst du Käse? Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es gut für deinen Magen ist. Psst, Arkadasch, du jetzt auch. Psst. Mach mal ein bisschen entspannt, dann kommt doch keiner. Auch später blieb Iftar vor meinem Zelt liegen. Meine neuen Freunde, die Hunde, wollten wohl heute Nacht auf mich aufpassen. Und dann, immer wieder plötzlich rasteten alle Hunde um mich herum aus, bellten und knurrten in die Ferne und kamen dann langsam wieder zur Ruhe. Ich war gespannt, was die Nacht bringen soll. Der Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört.